So, der Jahreswechsel steht bevor und die Berliner Polizei will hart gegen unerlaubtes Böllern vor der Silvesternacht durchgreifen. Seit dem offiziellen Verkaufsstart von Feuerwerk vergangenen Samstag wird ja bereits in der Hauptstadt ordentlich geböllert, obwohl es verboten ist. Erst ab morgen 18 Uhr ist es erlaubt. 4000 Polizisten werden in der Silvesternacht im Einsatz sein, um mögliche Angriffe vor allen Dingen auf Rettungskräfte zu verhindern. Und auch die Berliner Feuerwehr verdreifacht ihre Einsatzkräfte, um auf alles vorbereitet und gewappnet zu sein. Zurzeit läuft ja die Pressekonferenz der Hauptstadtfeuerwehr und wir wollen dorthin schalten und wir schauen auf den Landesbranddirektor Berlins, Carsten Homrichhausen. Zunächst einmal ist, glaube ich, wichtig, dass Sie ja aus der Berichterstattung sicherlich der Vergangenheit auch entnommen haben, dass die Lebenswirklichkeit uns wieder vor ein Silvester bringt, nicht zuletzt durch derartige Freigaben an jedermann, sondern auch durch die Art und Weise, wie in Berlin Silvester zelebriert oder auch gefeiert wird. Es wird die ereignisreichste Nacht des ganzen Jahres für die Berliner Feuerwehr sein und es wird die einsatzstärkste Nacht des Jahres sein. Und das sind die Erfahrungen, auf die wir entsprechend zurückgreifen, die uns auch wieder veranlasst haben, sehr intensiv vorzuplanen. Und die einsatzplanende Abteilung wird Ihnen ja gleich im Detail sagen, was hat das für Zahlen, Daten, Fakten zur Folge, mit wie vielen Einsatzkräften sind wir als Berliner Feuerwehr auch unterwegs. Und das sind ja nicht nur Einsatzkräfte der Brandbekämpfung, sondern im Wesentlichen auch viele Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, auf die wir im Detail auch noch eingehen werden. Aber nur damit Sie mal eine Hausnummer haben, kann ich Ihnen sagen, dass wir in den 12, 13 Stunden, die wir in den geplanten Ausnahmezustand gehen, so lautet für uns der Terminus technicus innerhalb der Berliner Feuerwehr, wir allein in der Brandbekämpfung so viel Brände zu bekämpfen haben wie sonst in einem ganzen Monat nicht. Teilweise sind es 6 Wochen, teilweise sind es 8 Wochen Brände, die dann entsprechend von uns in einer Nacht in diesem Zeitraum bewältigt werden müssen. Und das rechtfertigt und macht es auch notwendig, dass wir mit so vielen Kräften, übrigens auch mit ehrenamtlicher Unterstützung hier in der Sitzbereitschaft, uns vorbereiten auf diese Ereignisse in dieser Nacht. Brände, die immer wieder in unserer Erfahrung zu beobachten sind durch unachtsamen Umgang mit Pyrotechnik, weil gerade eine entsprechende Sensibilisierung vielleicht gefehlt hat, aber auch durch fahrlässige und teilweise leider auch durch vorsätzlichen Umgang. Sie alle kennen die Bilder aus der Vergangenheit, wie man mit Batterien dort umgegangen ist und sie auf sich gegenseitig gerichtet hat und sie auch gezündet hat. Und insofern ist das etwas, was auch immer wieder zu Bränden führt. Bränden insbesondere von entsprechenden Brandlasten im Freien. Balkone sind dort immer wieder Dinge, die dort in unserer Erfahrung in Brand geraten. Aber viel schlimmer sind natürlich die Personenschäden, die dazu bezeichnen bzw. zu beklagen sind. Auf die wird ja Herr Bender als Oberarzt bei uns bei der Berliner Feuerwehr noch eingehen. Genauso wie das Notrufaufkommen bei uns steigen wird, auch da werden wir mit Ressourcen reagieren. Auch die Themen werden Sie gleich in den Zahlen, Daten, Fakten auch entsprechend hören. Was mir ganz besonders wichtig ist und was uns ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir hoffentlich auch nach dem 01.01.2025 sagen, das Einsatzkonzept ist aufgegangen. Sie kennen die Zitate, die wir auch freigegeben haben an dieser Stelle für das vergangene Jahr, weil wir mit einem großen Kräfteansatz von Polizei und Feuerwehr gemeinsam unterwegs waren. Wir wurden in ausgewählten Bereichen begleitet und das wird auch wieder die Konzeption für dieses Jahr Silvester sein. Auch Sie haben bereits wahrscheinlich die entsprechenden Verlautbarungen aus der Polizei Berlin gehört, was die Anzahl der Einsatzkräfte auf der Straße angeht. Viele Einsatzkräfte werden dort gewisse Zonen entsprechend überwachen bzw. schützen und sie werden uns schützen in den bekannten einsatzkonzeptionellen Dingen vom letzten Jahr und darauf wird Herr Wieczorek gleich noch eingehen. Was uns ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema Angriffe und Übergriffe. Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr sagen können, es ist nicht so ein Jahr geworden wie 22, 23. Das war ja für uns ein Jahr, wo wir erhöhte und noch nie dagewesene Dimensionen an Übergriffen auf Einsatzkräfte der Feuerwehr erleben mussten. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir als Berliner Feuerwehr, ob wir im Rettungsdienst unterwegs sind, in der Brandbekämpfung, in der technischen Hilfe, egal mit welchem Aufgabenportfolio, als das wahrgenommen werden, als dass wir in dieser Stadt unterwegs sind, nämlich als die Lebensversicherung jedes Einzelnen. Und wer uns angreift,
nimmt billigend in Kauf, dass wir später kommen, dass wir womöglich wegen technischer Defekte oder wegen persönlicher Betroffenheit gar nicht mit diesem Einsatzmittel weiterfahren können. Und dieses hat unmittelbar Auswirkungen. Es hat nämlich dergestalt unmittelbar Auswirkungen, dass wir ja nur fahren, wenn ein Mensch in Not sich bei uns gemeldet hat und dringend unsere Unterstützung braucht. Und insofern ist mein Appell an alle Menschen, die in Berlin sich zu Silvester aufhalten: Lassen Sie uns bitte unsere Arbeit machen, gefährden Sie uns nicht und greifen Sie uns nicht an. Sie schaden nur Ihren Mitmenschen, Sie schaden Ihren Liebsten, Sie schwächen Ihre Lebensversicherung, wenn wir nicht ankommen oder verspätet auch eintreffen.